Ja, erstmal herzlich willkommen. Wollt ihr morgens selbstgemachte frische Brötchen und das ganz schnell? Dann passt mal schön auf. In nur 35 Minuten habt ihr so herrlich leckere Brötchen und zwar aus Dinkelmehl. Davon geben wir genau 400 Gramm in eine Schüssel und machen da eine Mulde rein. Ja, und dann wichtig, dann geben wir warmes Wasser in die Mulde und bröseln dann frische Hefe hinein. Aber das Wasser muss warm sein, ganz wichtig. Und damit die Hefe noch besser aufgeht, geben wir dann noch ein bisschen Zucker hinzu. Ja, und dann rühren wir etwas länger das Ganze durch, damit sich die Hefe schön im Wasser verteilt und damit auch ein bisschen Mehl gelöst wird. Anschließend decken wir das Ganze für 7 Minuten lang zu und so muss es dann aussehen. Dann geben wir den Rest vom warmen Wasser hinzu und auch noch Salz, weil es soll ja schmecken. Ja, und dann sofort danach rühren wir das Ganze dann mit dem Mixer durch, damit ein homogener Teig entsteht. Ja, und es darf kein harter Teig entstehen, der muss klebrig sein und elastisch, jawohl. Und diesen schön elastischen Teig, den decken wir dann nochmal für 15 Minuten lang ab. Und heizen schon mal den Ofen auf. Und zwar auf sagenhafte 260 Grad Ober- und Unterhitze. Jawohl, die Temperatur, die benötigen wir. Ja, und legen Backpapier noch auf das Gitterrost. Und damit nachher alles noch schön saftig bleibt, geben wir auch noch ein bisschen Wasser in den Ofen. Ja, und wie ihr seht, der Teig geht jetzt schon auf. Jawohl, nicht mehr lange, dann können wir Teiglinge formen und die auf das Backpapier legen. Ja, und weil der Teig so klebrig ist, nehme ich dazu Wasser. Jawohl, damit ich den Teig überhaupt formen kann. Und wenn der natürlich gar nicht so richtig schön rund ist, das macht nichts. Das werdet ihr sehen. Die Brötchen, die werden richtig super. Die werden schön rund und werden schön im Ofen aufgehen. Ach ja, wie gesagt, die Brötchen kommen in den Ofen bei 260 Grad und dort bleiben sie für circa 12 Minuten. Und für mich ist es wichtig, dass die Brötchen richtig saftig sind. Deswegen, sobald sie aus dem Ofen sind, bepinsele ich sie noch mit Wasser. Ja, und am besten schmecken die Brötchen, wenn sie natürlich noch warm sind. Also schneiden wir ein Brötchen auf und schauen einfach nach, wie super lecker und saftig diese Brötchen aussehen. Fantastisch, oder nicht? Ja, da brate ich mir einfach ein paar Chorizo-Scheiben an und dann wird probiert. Und dann wisst ihr auch, dass wir wieder am Ende angekommen sind von dieser Folge. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.